Mein Name ist Victoria Michel. Ich lebe jetzt seit ungefähr 12 Jahren hier in Bochum, habe hier meinen Bachelor und Master studiert. Letztere habe ich jetzt im letzten Jahr abgeschlossen und bin jetzt halt auf Jobsuche. Studium in Bochum entschieden, weil die Uni zu dem Zeitpunkt ungefähr die einzige barrierefreie Universität in Deutschland war und also in dem Ausmaß barrierefrei und ich habe im Bachelor Medien- und Sozialwissenschaften studiert. Medienwissenschaften hat mir dann irgendwie nicht mehr so doll zugesagt, dass ich das fortführen wollte und dann habe ich mich halt entschieden, Sozialwissenschaften auch im Master weiter zu studieren, weil ich mich einfach für soziale und gesellschaftliche Themen interessiert habe und das halt auch heute noch tue. Deswegen hat sich dieser Studiengang für mich irgendwie angehört. Mein Alter eigentlich so geschaffen, dass der für mich relativ barrierearm ist. Ich wohne halt in einer barrierefreien Wohnung, die relativ nah an der Innenstadt ist, kann also eigentlich die meisten Sachen relativ fußläufig erledigen, sind dann da nicht auf den ÖPNV angewiesen, weil das halt schon wirklich ein ziemliches Problem immer noch ist. Also Busfahren geht, Bahnfahren ist meistens ein ziemliches Drama, weil halt häufig Aufzüge kaputt sind oder Bahnfahren, die noch keine Rampen haben und ähnliches. Und das ist dann einfach immer sehr schwierig, da von A nach B zu kommen. Deswegen war es für mich einfach wichtig, in meinem näheren Umfeld so ziemlich alles zu haben, was ich so im Alltag irgendwie brauche. Schon so, dass ich einfach weiß, wo ich hingehen kann und wo ich reinkomme und an viele Orte komme ich halt nicht gut hin oder rein. Ähm, und die sind dann einfach wie so blinde Flecken auf meiner Landkarte, also die existieren in meinem Kopf, in meiner Planung eigentlich gar nicht mehr, weil ich weiß, die sind halt so weit entfernt für mich, als müsste ich dafür nach München fahren und das mache ich halt auch nicht. Weil eben, um mich mit einer Freundin auf den Kaffee zu treffen und also ich kann da ganz gut mit umgehen, wenn Leute irgendwie komische Blicke oder Kommentare abgeben, aber natürlich ist es schon auch irgendwie unangenehm manchmal, je nach Tagesform, wenn man einfach irgendwo hingeht und das Gefühl hat, man ist da irgendwie wie so ein Alien und einfach gerade nicht so richtig willkommen, so wie man ist. So echte Barrierefreiheit ist natürlich auch immer ein sehr dehnbarer Begriff, weil Barrierefreiheit halt auch für jede Person was anderes bedeutet. Für mich als Rollstuhlfahrerin würde Barrierefreiheit bedeuten, dass halt sämtliche baulichen Barrieren weg sind oder halt Alternativen da sind, die irgendwie gleichwertig sind. Damit meine ich jetzt nicht, es gibt eine Rampe, aber die ist irgendwie 500 Meter entfernt und dann muss man irgendwie den Kilometer durch den Regen latschen. Im Zweifel, das ist irgendwie keine gleichwertige Alternative und somit halt auch keine wirkliche Barrierefreiheit. Aber neben baulicher Barrierefreiheit ist da natürlich auch die Einstellung Sache und Barrierefreiheit oder auch einfach der Umgang mit Menschen mit den verschiedensten Behinderungen oder Körperformen, sage ich jetzt einfach mal, sollte halt einfach viel offener und selbstverständlicher werden. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil viele Sachen lassen sich einfach mit ein bisschen Kompromissbereitschaft und aufeinander zugehen, lösen und da habe ich häufig das Gefühl, dass es irgendwie noch nicht stattfindet oder man dann direkt in totale Panik verfällt, an eine behinderte Person irgendwie durch die Tür kommt und Leute sich dann denken, oh mein Gott, was machen wir jetzt denn jetzt mit der? Ohne dass die Person überhaupt
weil gefragt wird, was so ihre Bedarfe in dem Moment sind und wie man da vielleicht irgendwie einfach mit kleinen Lösungen schon irgendwie Verbesserungen schaffen kann. Es gibt eigentlich wirklich wenige Stellen, wo ich uneingeschränkt sagen würde, die sind für mich zu jeder Zeit barrierefrei zugänglich. Der einzige Ort, der mir da spontan einfällt, wo ich zumindest im Sommer echt gerne hingehe, ist so der Emlader See, weil da halt die Wege ziemlich gut wert sind und ich da einfach gut klarkomme und es eigentlich keine Barrieren gibt, die so spontan auftreten, außer einen Parkplatz befinden, aber das kriegt man ja meistens hin. Die wenigsten Menschen müssen sich halt darüber den Gedanken machen, ob sie am nächsten Morgen dann aus dem Bett aufstehen können, wenn sie das möchten. Also natürlich freut sich niemand, wenn um 5:30 der Wecker klingelt, aber im Großen und Ganzen ist es ja ein selbst gewähltes Schicksal. Aber für mich ist es halt gerade Selbstbestimmung, wenn ich mit Hilfe meiner Assistenthefte einfach dann auf den Hand, wenn ich will, und das anziehen kann, wenn ich, was ich möchte, und dann in die Stadt gehen kann, wenn ich das richtig halte, das einkaufen und kochen kann, was ich möchte, und mich abends irgendwie mit Freunden treffen, wenn ich das an dem Tag machen möchte. Also im Prinzip einfach das normale Leben zu leben, das allen Menschen eigentlich möglich sein soll. Denn leider ist es für viele behinderte Menschen in Deutschland immer noch echt ein Riesenproblem, dass man halt nicht einfach so an Assistenzkräfte oder eine barrierefreie Wohnung haben und dann halt gezwungen ist, in einer Einrichtung zu leben, wo Selbstbestimmung halt häufig durch die institutionellen Gegebenheiten ziemlich hinten runterfällt. Also Assistenz bedeutet, dass ich aktuell 8 Menschen habe, die bei mir angestellt sind und im Prinzip in meinem Alltag alle Sachen für mich machen, die ich selber nicht machen kann. Also mir helfen, mich morgens anzuziehen und alle Sachen, die in meinem Haushalt anstehen, für mich übernehmen, mit mir zur Arbeit gehen oder zum Arzt oder eigentlich egal, wo ich hingehe, wenn ich Freunde treffe oder auf den Arzt. Ja, die sind sie dabei und ja, alles, was irgendwie zum Leben dazugehört, wird eben mit mir und durch meine Anweisungen von denen übernommen. Und Assistenz kann man bei verschiedenen Kostenträgern beantragen. Bei mir ist es unter anderem die Krankenkasse aktuell, aber da gibt es auch verschiedene Sozialhilfeträger, die dafür zuständig sein können. Aber leider ist es halt immer noch sehr kompliziert, diese ganzen Anträge zu stellen und die dann auch bewilligt bekommen, weil man im Prinzip einen, in Anführungszeichen, richtigen Hund dafür braucht. Und bei mir war das eben lange jetzt das Studium, dass man eben nicht zum Beispiel bei Angehörigen leben kann, die die Pflege übernehmen oder in einer Einrichtung. Und ja, leider ist es immer noch in Deutschland gelebte Praxis, mehr oder weniger zu zwingen, in Einrichtungen zu leben, weil halt Anträge abgelehnt werden und eben kein freier Wohnraum vorhanden ist, vielleicht wir überhaupt leben können, obwohl das eklatant gegen die Behindertenrechtskonvention der UN verstößt und deswegen eigentlich höchstherrlich illegal ist. Aber leider ist es halt heute immer noch häufig der Fall. Inklusion zumindest an vielen Stellen mitgedacht wird, was ja erstmal eine gute Sache ist. Aber an vielen Stellen ist es halt auch einfach leider immer noch so eine hohle Floskel, also so, wir sind jetzt inklusiv, aber was es dann halt letztendlich heißt, will dann irgendwie keiner
mitdenken, dass es halt nicht nur ist, wir machen jetzt hier so eine Ampel hin oder wir, keine Ahnung, installieren jetzt eine Klingel, damit Leute, die die Tür nicht selber reden, da halt klingeln können, sondern dass es halt auch heißt, auch für Menschen mit Sehbehinderung oder Höreinschränkungen und allem, was irgendwie dazu gehört, ja, das für alle zum nichts machen und eben nicht nur, wir sagen, ja, wir haben ja jetzt eine Ampel hingemacht, jetzt ist es ja barrierefrei, was wollt ihr denn noch? Weil das ist halt ein kleines Zahnrad, aber es ist halt eine ganze Maschinerie, die da gut funktionieren muss, damit Inklusion wirklich stattfinden kann. Und das ist halt auch kein nice to have irgendwie, sondern einfach ein Menschenrecht. Und ja, natürlich, es ist teuer, aber wie viel solche Menschenwürde wert sein? Also, man kann ja nicht sagen, ja, wir wollen das machen und wir wollen irgendwie ein zivilisiertes Land sein und dann sagt man, ja, aber die einen dürfen halt eine würdevolle Leben haben und die anderen müssen halt irgendwie zu Hause bleiben oder in einer Einrichtung schimmeln. Das kann es ja irgendwie nicht sein. 12 Jahren engagiere ich mich jetzt im Deutschen Kinderhozizverein. Das ist ein Verein für Familien, wo ein Kind oder Jugendlich oder junger Erwachsener mit einer lebensverkürzenden Erkrankung lebt. Also ich lebe selber mit einer solchen Erkrankung und bin halt schon lange auch in meiner Kindheit und Jugend in diesem Verein gewesen und habe da viel wertvolle Unterstützung erfahren und die würde ich halt gerne ein bisschen zurückgeben und halt auch die Themen von uns selbst erkrankten Menschen da mehr einbringen, weil das halt ursprünglich eine Elterninitiative war, was natürlich auch total wertvoll ist, aber die Perspektive der Menschen, die eben selber mit diesen Erkrankungen leben, ist halt schon nochmal eine andere Perspektive und die würde ich halt gerne auch mehr mit da einbringen und jetzt bin ich seit 2 Jahren circa auch da im Museum des Vereins, also ja, berate halt auf den Vorstand mit und kann da die Themen dann halt nochmal ein bisschen gezielter einbringen. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und das halte ich für sehr sinnvoll. Daneben bin ich seit 2021 Sprecherin der AG Behinderthilfe hier in und das ist eine Selbstvertretungsgruppierung, sage ich mal, von Menschen mit verschiedenen Behinderungen und auch deren Angehörigen. Und da können im Prinzip alle Menschen, die halt eine Behinderung haben, einfach hinkommen und sich engagieren und ihre Themen einbringen. Wir beraten da halt unter anderem die Stadtverwaltung, die Baumvorhaben und ähnlichem kann da also direkt auf die Barrierefreiheit der Stadt einwirken. Und ja, da suchen wir natürlich auch immer tatkräftige Unterstützung. Also wenn Menschen Interesse haben, können sie sich da natürlich auch immer gerne einbringen. Und jetzt aktuell arbeite ich noch an einem Projekt mit, was die Barrierefreiheit im Berufsalltag, speziell für Frauen mit Behinderung, fördern soll, bei dem ich mit einer weiteren Person ein Unternehmen berate, wie sie ihre Bewerbungsprozesse und den Einstieg ins Unternehmen für Menschen mit verschiedenen Behinderungen barrierefreier gestalten können. Flächen, wo Leute sich einfach ohne sozusagen feste Agenda treffen und irgendwie eine gute Zeit zusammen haben können. Einfach immer total wichtig und für mich ist eine gute
Stadt eine, in der das halt einfach möglich ist und diese Orte halt auch für alle Menschen zugänglich sind. Mich selber entscheiden haben, jetzt möchte ich gerne einfach auf dem Balkon sitzen und ein Buch lesen und jetzt möchte ich einfach von denen für was zu essen kochen und ja, einfach da wirklich frei entscheiden kann und die kleinen Glücksmomente im Alltag auch irgendwie bewusst wahrzunehmen und nicht einfach nur so im Alltag an einem Programm und zum nächsten zu hetzen, sondern bewusst Zeit zu haben, die Sachen wirklich zu genießen, denn sie werden halt einfach nicht für immer so anhalten und so möglich sein. Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht so richtig zu würdigen, was sie so in ihrem Alltag eigentlich für Möglichkeiten haben. Je weiter nach rechts eine Gesellschaft drückt, desto weniger offen ist sie halt auch für Menschen, die Minderheiten angehören. Und in der Vergangenheit haben wir in diesem Land leider schon gesehen, was mit behinderten Menschen passieren kann, wenn ja, sich da die falschen Leute irgendwie an die Macht drängen. Und natürlich hoffen wir alle, dass es nicht wieder genauso weit kommt, wie es schon mal war, aber die Tendenz ist halt leider ziemlich eindeutig. Und ich habe die Frage ja vorhin schon mal gestellt, wie viel da ein Menschenleben oder Menschenwürde wert sein. Jemandes Leben so viel kosten, oder wenn wir diese Person dann einfach nicht mehr haben, dann ist es halt im höchsten Maß Menschen und demokratiefeindlich. Und ja, das erlaubt mich auf jeden Fall, dass es wieder Menschen gibt, die das offen aussprechen und dafür Beifall ernten.